Hallo zusammen, hier ist der Fez von Fez Hobby-Ecke. Kein Profi, kein Experte, aber seit fast 30 Jahren im Hobby. Perfektionist und Chaot in einem. Viel schneller als gedacht ist schon meine 5. Combat Patrol Lieferung angekommen. Offenbar bin ich jetzt wieder im normalen Lieferrhythmus. Sehr cool, da habe ich einiges aufgeholt. Sodele, dann verschieben wir nochmal ein paar Videos und quetschen das dazwischen. Mit den Space Marines und den Tyranniden sind wir soweit durch. Und jetzt schauen wir mal gemeinsam, was diesmal im Paket steckt. Let's Fez! So, da ist das gute Stück. Wir haben heute Sonntag, 7. September. Und ja, hat mich jetzt auch überrascht. Das ist jetzt die 5. Lieferung. Und ich war ja da so ein bisschen hinten dran, was meine Lieferungen anging. Und habe mich dann ja schon ganz gut gefreut, als es dann auf einmal ganz überraschend dann das nächste Paket schon kam. Also 4. Lieferung war erst vor 3 oder 4 Wochen. Im Normalfall sind ja da immer 6 Ausgaben drin und 6 Wochen zwischen den Lieferungen. Aber ja, ich beklag mich nicht. Ich finde es cool. Muss dann nochmal genau nachschauen, ob da jetzt wirklich 3 oder 4 Wochen dazwischen waren. Aber es freut mich natürlich auch, wenn ich da ein bisschen aufholen kann. Da war ich ja schon, stimmt, jetzt 2 oder 3 Lieferungen hinten dran. So. Genau, Combat Patrol Premium 20 bis 25 und diesmal ist Scriptor Magister Tigurius dabei. Das ist ja dieser Scriptor, der normalerweise nicht standardmäßig beim Abo dabei ist. Der Scriptor in Terminator-Rüstung, der war ja nicht mehr verfügbar und wird irgendwann nachgeliefert. Aber das ist jetzt... Ah ne, hier ist immer was anderes. Primaris Company Champion. Ah, okay, dann ist das ist ja auch so ein besonderes Modell. Und das ist einfach nur die Bauanleitung, aber auch nicht gelocht. Das finde ich jetzt ein bisschen strange, okay. Also das ist, glaube ich, auch so ein besonderes Modell, was man nur im Abo bekommt. Dann haben wir hier oh, spannend. Ich weiß echt gar nicht, was mich da heute erwartet. Kam gestern. Habe ich gedacht, ach komm, dann mach ich heute gleich ein Video dazu. Wir haben hier einmal Shade Carroburg Crimson und einmal Shade Nuln Oil. Muss ich auch nie wieder kaufen. Und dann haben wir hier synthetischen Shade M. Ja, 2 Shades, Shade Pinsel, nice. Dann, was haben wir hier? Das ist er. Das ist der gute Tigurius, Scriptor Magister der Ultramarines. Das war ja hier dann auch so ein extra Angebot, keine Ahnung, 10 Euro, 15 Euro. Hätte man Opt-out machen müssen, wenn man den nicht will, aber ich habe gedacht, komm, nehmen wir alles mit. Alles, was geht. Jetzt habe ich hier den Scriptor Tigurius. Auf den Scriptor in Terminator-Rüstung. Da warten wir noch, der kommt dann irgendwann schon noch. Dann, das sieht aus nach einer Waffenplattform hier von den Eldar. Das heißt, wir sind jetzt bei den Eldar angekommen. Ja, das sind Eldar-Gardisten. Nice. Und das hier. Ah ja, Phantomseher oder wie die heißen. Oder Runenleser, Runenseher, Runenprophet. Dann hier. Ordenspriester auf einem Bike. Da bin ich ehrlich gesagt, habe ich glaube ich im letzten Video auch schon mal gesagt, gar nicht so sicher, wie ich den integrieren soll. Also ja, bauen und male, alles schön und gut. Aber ich habe halt sonst überhaupt gar keine Bikes. Und irgendwie passt das auch nicht so zu meinen Blood Angels, aber gut. Dann haben wir hier nochmal Farben. Everland Sunset, gelb. Also Everland Sunset, gelb, Basefarbe. Und Kataran Flash, auch sehr coole Farbe. Auch eine Base Color. Und dann holen wir doch mal hier das Magazin raus und gucken doch mal, was wir haben. Also, da ist ja noch was hier.
Spielplan. Okay. Ja. À la Hopp haben wir das auch. Ja, wirft jetzt natürlich auch so meine geplanten Videos wieder ein bisschen über den Haufen, weil damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass die Lieferung da jetzt so früh kommt. Ich habe da jetzt auch erst in 2-3 Wochen damit gerechnet, aber gut, schadet ja nichts. Das Video jetzt einfach zwischen reinschieben, das kommt auch eh erst dann am Freitag, geht es dann live, muss ich ja noch ein bisschen schneiden und so weiter. So, also wir haben hier Ausgabe 20 bis 25. Müsste es mal sein. Gucken wir doch mal. Genau, bis 25, also 6 Ausgaben hier wieder. Die sind dann immer so zusammengeklebt, habt ihr ja eh schon gesehen. Kann man dann abheften. Was es mit den Abos so auf sich hat, habe ich ja auch im letzten Video, da habe ich ein Video gemacht zu dem neuen Hachette-Abo Age of Sigmar Spearhead, was jetzt in den UK gestartet ist. Und könnt ihr euch da auch gerne mal angucken. Auch so meine Vermutung, was das Ganze kosten wird. Wird höchstwahrscheinlich teurer werden. In den UK ist es jetzt auch schon teurer geworden als hier das Combat Patrol Abo. Aber ich habe da auch ein paar Vermutungen angestellt, wann wir damit vermutlich rechnen können in Deutschland. Also ich gehe mal stark davon aus, dass das Spearhead Abo auch nach Deutschland kommt. Und das wäre dann auch wieder eine coole Sache. Okay, also Runenprophet heißt der Gute. Da kann ich doch mal, da schiebt man das doch einfach mal zwischen rein. Da hole ich das doch jetzt mal schnell. Weil ich habe natürlich keine komplette funktionsfähige, einsatzbereite Eldar-Armee. Aber ich probiere auch immer was Neues aus. Und deswegen habe ich mir da auch mal, ich weiß gar nicht mehr wann das war, vor einem halben Jahr, vor einem Dreivierteljahr, die alte Combat Patrol, ja genau, es muss so ungefähr in dem Zeitraum gewesen sein, weil da ist ja mittlerweile auch eine neue Combat Patrol draußen. Ich habe mir die alte geholt. Und da ist auch dieser gleiche hier drin. Ich habe vom Farbschema her, habe ich mir da ein eigenes mal so überlegt. Sieht man das? Das Licht ist schlecht. Oh nee. Mache ich vielleicht noch Fotos und blende die dann ein. Also hier so mit so lila, bisschen rosa Highlights. Habe diese Gardisten, die in der Combat Patrol waren, aber auch also Sturmgardisten, also ja, Nahkampfgardisten, wenn man so will, zusammengebaut. Und da werden jetzt ja auch nochmal 10 Gardisten drin sein. Das wären dann einfach die Standardgardisten. Und dann habe ich 10 Sturm und 10 normale. Gut, ob man jetzt 2 Runenpropheten braucht, weiß ich jetzt nicht. Und dann hier den hier, weiß ich auch noch nicht. Gibt es den auch im Abo? Höchstwahrscheinlich. Jetzt fragt ihr euch auch, warum ist denn der so wackelig? Ja, das ganze Ding ist hier ziemlich krass magnetisiert. Also hier ist ein Magnet, dann hier drin ist ein Magnet. Dann kann man hier den Oberkörper drehen. Ja, das ist jetzt eine Spielerei, das braucht man nicht unbedingt. Den Kopf selber ist auch magnetisiert. Auch eine Spielerei. Eigentlich ging es mir drum um die Waffenoption. Also hier diese Waffen, die er an der Hand hat, sind magnetisiert. Theoretisch, ja super. Jetzt ist er kaputt. Jetzt muss man wegschmeißen. Theoretisch hätte man auch hier die Faust und das Schwert und sowas noch magnetisieren können, aber das fand ich eigentlich so cool. Und ich gedacht, nee, brauche ich doch nicht. Bauen wir den mal wieder zusammen. Ja, ich meine, auf dem Spielfeld wird ja jetzt auch nicht an dem so rumgezuppelt die ganze Zeit. Und ihr seht auch schon hier oben auf den Schultern, habe ich dann eben auch für diese Waffen, die sind alle magnetisiert. Das ist, glaube ich, so ein Raketenwerfer, whatever. Ja, das ist auch magnetisiert. Weil da gab es ja so viele Waffenoptionen. Da noch irgendwie eine Schuritenkanone oder irgendein Partikelextraktor, Tritratrulala, wie auch immer das heißt, keine Ahnung. Das sind die man dann auch noch an die Hände oder an die Unterarme dran bringen kann und dann, ja, also keine Ahnung, Laserlanze oder so. Das habe ich noch nie gerafft oder noch nie mich so damit beschäftigt bei den Eldar, wie denn die einzelnen Waffen heißen. Und deswegen habe ich zwangsläufig dann hier diese ganzen Waffenoptionen dann auch einfach magnetisiert, weil, ja, geht's nicht dran, doch. Weil ich mir dachte, wenn ich halt doch mal irgendwann mit den Eldar spielen will,
und dann weiß ich vielleicht auch, wie die Waffen heißen und was die können, dann kann ich es einfacher austauschen. Das mal nur am Rande, also die finde ich ziemlich cool. Farbschema finde ich auch, ist cool geworden. Wollte halt mal was Neues ausprobieren. Ich meine, die klassischen Farbschema der großen Weltenschiffe der Eltern sind natürlich auch alle ziemlich geil. Aber es schadet ja auch nichts, auch mal ein eigenes Farbschema zu haben. So, also weiter geht's im Programm. Ja, wie bauen wir den? Wie malen wir den? Infos über die Eldari. Oder Eldar, wie sie früher heißen. Genauso wie die Dark Eldar, die jetzt Drukhari heißen. Da habe ich auch irgendwo gelesen oder gehört oder vielleicht auch angesehen, das weiß man alles nicht mehr so genau, wo man die Infos dann gesehen hat oder gehört hat, dass sie diese Umbenennung der Armeen und was auch immer, dass das ja auch rechtliche Gründe gehabt haben könnte, höchstwahrscheinlich, weil der so Dinge, so zusammengesetztes Wording, Space Marine ist an sich jetzt kein schützbarer Begriff oder so, wie ich das verstanden habe. Genauso wenig wie Eldar, seltsamerweise, oder Orks. Orks noch ein besseres Beispiel. Deswegen heißen auch die Orks bei Age of Sigmar gar nicht mehr Orks, sondern Orruks. Weil Orruks ist halt, ja, Games Workshop Namenserfindung, das können sie sich schützen lassen. Ja, das sieht man genau, das ist die Combat Patrol, ja klar, die kriege ich hier nochmal so ein, cool. Die Windreiter heißen sie, glaube ich. Heißen die Windreiter? Oder war das jetzt Warcraft 3? Ja, also diese Jetbikes hier, Gardisten. Dann ist hier so eine Waffenplattform dabei. Ich habe die für meine Nahkampf-Sturmgardiste zu so einer Schildplattform zusammengebaut. Also keine Waffenplattform, die da irgendwie rumballert, sondern halt die denen ein Schild gibt, wenn sie vorrücken. Hab mir gedacht, das klingt eigentlich ganz sinnvoll. Keine Ahnung, aber mit Eldar noch nicht viel gemacht. Aber man muss ja auch mal ein bisschen was Neues ausprobieren und auch anmalen. Und ja, muss man auch mal ein bisschen eine Abwechslung wieder. Der Fall der Eldari. Das ist ja auch, das ist Hammer, ja, diese Illustrationen und so. Also das ist schon gut gemacht. Ja, vielleicht kann ich dann da auch lernen, wie diese Waffen dann heißen. In dieser Phantomlord, Phantomwächter, Phantomritter oder wie auch immer. Da gibt es ja hier diesen ganz großen, und dann gibt es so mittlere, und dann gibt es die. Oder ist das der mittlere? Noch kleinere. Das gucke ich jetzt mal. Das interessiert mich jetzt. Hat man ja in seinem gut sortierten eigenen Warhammer Store alles da. Das ist die Combat Patrol, also die Vorgänger Combat Patrol, die ich eigentlich ziemlich cool fand. Das Farbschema finde ich halt auch geil. Also die sind alle irgendwo cool, ne? Da, wo steht's? Wraith Lord auf Englisch, also Phantom Lord. Das hier ist der Phantom Lord. Und dann, das ist die aktuelle, die neue Combat Patrol. Und da sind nämlich diese kleinere dabei. Und das sind Wraith Blades, Phantom Klingen. Okay. Und da ist dann ein Phantomseher dabei. Und hier ist ein Runenprophet dabei. Keine Ahnung, was der Unterschied ist. Der Name ist auf jeden Fall unterschiedlich. Die sehen ein bisschen anders aus. Wo ist er? Da. Ja. Ah jo. Eldar sind auf jeden Fall auch ziemlich spannend, finde ich. So. Jetzt habe ich mich selbst so komplett abgelenkt. Aber gucken wir einfach mal weiter.
Ja, das war's auch schon. So. Ja, Phantomlord dann in der nächsten Ausgabe drin. Das ist ja krass. Der komplette Phantomlord in einer Ausgabe, Ausgabe 26. Die war vermutlich mal beim Zeitschriftenhandel auch super schnell weg und vermutlich auch nachbestellt, weil ein Phantomlord dann für 10,99 €, das ist schon gut. Die Windreiter, die heißen tatsächlich so, die sind dann auf 3 Ausgaben verteilt. Das ist irgendwie immer ein bisschen komisch. Auf jeden Fall, was ich dann wiederum gut finde, ich meine, die haben das jetzt auf 3 Ausgaben aufgeteilt, aber in der nächsten Lieferung bekommt man ja wieder 6 Ausgaben. Also den da, Teil 1, Teil 2, Teil 3 und noch 2 andere Dinger. Dann hat man auf jeden Fall in einer Lieferung die Einheit hier komplett oder die Miniaturen komplett und kann es halt dann auch wirklich in einem Schwung aufbauen. Weil bei den Termaganten also das so aufgeteilt haben auf 2 Lieferungen. In der einen Lieferung die Hälfte und in der anderen Lieferung die andere Hälfte mit den Bases. Also das ist dann halt schon ein bisschen doof, ne? Aber gut. Das war's. Lasst mich wissen, was ihr dazu meint. Habt ihr vielleicht auch eine Idee, was ich mit dem Ordenspriester auf dem Bike machen sollte? Zusammenbauen und verschenken? Keine Ahnung. Was mache ich mit dem Guten? Ich weiß auch nicht, wie stark Bikes da mittlerweile sind oder. Und wenn, dann wird er zusammengebaut, angemalt und dann steht er halt dann im Regal zum Angucken und gut aussehen. Jo. Aber das ist cool. Eldar, das ist klasse. Da habe ich dann 12 von den Bikes und 20 Gardisten, 2 Phantom Lords, wenn ich das richtig habe. Mit der neuen Combat Patrol noch. Also da kommt dann doch schon eine gute Armee zusammen. Ich habe auch noch irgendwo so ein Eldar Panzer. Also ich dachte zumindest, dass ich irgendwo so einen Eldar Panzer habe, aber so ein Antigraf Panzer fand ich auch ziemlich cool. Ja, zeige ich beim nächsten Mal. Also vielen Dank, danke euch fürs Zuschauen, danke fürs Dranbleiben. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, das freut mich. Wenn ihr mehr auf dem Kanal sehen wollt, gibt es 3 einfache Möglichkeiten. Like, hab ich eben schon gesagt, abonniert den Kanal und schreibt mir in die Kommentare, was ist eure Meinung zu den Eldar, die jetzt hier drin sind, zum Combat Patrol Abo und was könnte ich denn mit dem Ordenspriester machen? Lasst es mich wissen, schreibt's rein und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.